Das ist Steffen Bürger von Faithblog. Wir sind in dieser Zeit gerufen, Jesus nahe zu sein. Wenn wir ihm nahe sind und uns ihm ganz hingeben, kommen wir auch immer mehr in seine Gestalt hinein. Er verändert uns und er bildet uns immer mehr in sein Bild hinein. Wenn wir mit ihm in Gemeinschaft leben, ich glaube, das ist in dieser Zeit Schlüssel für das Leben und vielleicht auch für unseren Frieden, den wir haben. Und ich glaube, dass wir immer mehr jetzt in eine Entscheidung geführt werden. Aber bevor ich davon spreche, in was Jesus uns jetzt hineinführt, möchte ich dich bitten, wenn dir meine Videos gefallen, dann drück doch auf den Like-Button und abonniere meinen Kanal und schreib doch in den Kommentar hinein. Jesus sagt in seinem Wort in Matthäus in Kapitel 10, in den Versen 38 bis 39 herausfordernde Worte, und da sagt er: Wenn jemand nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, dann ist er meiner nicht wert. Und wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Davor sagt er noch ganz deutlich auch, wenn jemand etwas wichtiger ist als er selbst, dann ist die Person Jesus nicht wert. Also mit anderen Worten, wir können nur Jesus ganz nachfolgen, mit allen Konsequenzen unserer Entscheidung. Und ich habe schon die letzten Vlogs immer wieder über die Angst gesprochen. Manche sind gebremst und blockiert von dieser Angst. Doch ich möchte heute zusprechen, dass diese Angst dich nicht länger blockieren muss, denn Angst und Glaube liegen ganz nah beieinander. Noch einmal, diese Angst muss dich nicht länger blockieren. Wenn du mit Jesus Gemeinschaft hast, liegen Angst und Glaube ganz nah beieinander. Die Angst muss dich nicht länger blockieren. Die Angst, die sich in der Atmosphäre manifestiert, ist ein Beiprodukt der Herrlichkeit Gottes, die ausgeschüttet wird. Denn wenn die Herrlichkeit Gottes ausgeschüttet wird, werden dir vielleicht auch Schritte bewusst, die du tun musst und wo du loslassen musst. Denn wenn du nun den Schritt des Glaubens tust, und die Angst überwindest, indem du einen Schritt des Glaubens tust, genau dort, wo du Angst hast, manifestiert sich der Glaube und kommt über dich. Ein extrem starker Glaube, der dich dann stärkt. Die Angst ist nur einen Schritt vom Glauben entfernt. Die Angst ist das Zurückweichen vor dem Schritt, von dem du merkst, dass du ihn jetzt tun sollst. Die Angst ist das Zurückweichen vom Glauben. Wenn die Herrlichkeit Gottes kommt und über uns kommt und um uns kommt, müssen wir den Schritt des Glaubens gehen, um die Angst zu überwinden. Es ist wie ein Schritt auf das Wasser, ein Schritt in das Unmögliche hinein. Wenn wir den Schritt des Glaubens auf das Wasser tun, wie Petrus das getan hat in der Geschichte in Matthäus 14, Vers 29, wo Petrus auf das Wasser geht. Wenn wir diesen Schritt des Glaubens gehen, dann kommt der Glaube in großer Macht auf uns. Und wir haben übernatürliches Vertrauen in den Herrn, dass er mit uns ist, dass er uns beschützt. Und wenn wir auf die irdischen Dinge vertrauen, dann wird die Angst immer größer. Und wenn wir uns davon lösen und den Schritt ins Vertrauen auf den Herrn wagen und den Schritt auf das Wasser wagen, wie Petrus in Matthäus 14, Vers 19. Und während wir auf den Herrn schauen, dann kommt ein übernatürlicher Glaube auf uns, ein unbrechbarer Glaube. Wenn wir bereit sind, auch die Konsequenzen zu tragen, ein Glaube, der unüberwindbar ist. Und das sagt Jesus auch in der Bergpredigt in Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch dies alles zufallen. Und zuvor sagt er, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken werdet, sondern trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles, was ihr braucht, zum Leben zufallen. Und deswegen lade ich euch alle nochmal ein, uns alle, mich natürlich mit eingeschlossen. Bleibt in Jesus, sucht ihn, nehmt euch Zeit, ihn zu suchen und macht den Schritt des Glaubens. Angst kann euch nichts anhaben, denn ihr seid gesichert und sicher in Jesus. Das ist die Stunde der Entscheidung. Vertraust du auf Jesus und gehst du den Weg mit ihm, oder bleibst du in den alten Mustern und lebst in Angst und Furcht? Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Er ist mit dir. Du brauchst keine Angst haben. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann klick doch auf den Like-Button und abonniere meinen Kanal und schreib in den Kommentar, was dich zu diesem Thema beschäftigt. Das war Steffen Bürger von Faithblog und ich wünsche dir eine wunderbare Woche, eine Woche voller Glauben, voller Vertrauen auf den Herrn, in den Schritt des Glaubens, zu dem er dich einlädt. Tschüss.